Das letzte erschienene Video zum Thema Kryptoarbitrage ist bei euch hervorragend angekommen und hat innerhalb von kürzester Zeit 1000 Klicks und mehr erzielt. Dieses Interesse wird allerdings von einigen schamlos ausgenutzt. Mit diesem Video wollen wir dabei mithelfen, dass ihr keinen Betrügern auf den Leim geht. Bleibt also auf alle Fälle bis zum Schluss mit dabei, denn wir verraten euch noch einen weiteren Grund, der dazu geführt hat, dass wir dieses Video produziert haben. Viel Spaß! So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr wisst es hoffentlich schon und ihr habt hoffentlich schon eure Lektion gelernt, dass im Online-Investing-Bereich bzw. auch im Kryptobereich ganz viel Betrug herrscht. Die Masche ist eigentlich immer wieder die gleiche. Über zentralisierte Plattformen wird Kapital von ahnungslosen Investoren eingesammelt und dann wird in der Regel über eine fixe Laufzeit fixe Renditen ausbezahlt. Somit sind diese Investments auch gerne als High-Yield Investment Plans oder wie ich sie gerne nenne, High-Yield Investment Scams zu zählen. Wichtig zu wissen ist, zu verstehen, dass hier immer aus der Substanz ausgeschüttet wird. Die betreffenden Plattformen können keinerlei Rendite-Nachweise vorzeigen und von daher handelt es sich immer um Schneeballsysteme, die innerhalb von Wochen oder Monaten wieder verschwinden, weil sie auf einmal nicht mehr auszahlen und dann die komplette Webseite abgeschaltet wird. Eigentlich sind sie relativ einfach zu erkennen, wenn man mal das Muster, welches eigentlich überall das gleiche ist, mal durchschaut hat. Wir hatten eigentlich schon aufgehört, vor jeder einzelnen Plattform zu warnen, da es in der Zwischenzeit, wie schon gesagt, offenkundig geworden ist, dass, ich würde mal sagen, 95% aller Plattformen, wenn nicht sogar noch mehr, Scams und Schneeballsysteme sind. Aber diesmal ist eine kleine Besonderheit mit dazu gekommen, die uns dazu veranlasst hat, hier doch nochmal eine Ausnahme zu machen. Zum Schluss des Videos verraten wir euch, welche Besonderheit das war. Noch eine kurze Bitte, bevor wir reinstarten. Wenn ihr den kostenlosen Mehrwert schätzt, den ihr hier mehrmals pro Woche von uns bekommt, und auch unser Bemühen, die Community vor Schaden zu schützen, dann leitet dieses Video sehr gerne an andere interessierte Nutzer weiter oder gebt dem Video zumindest einen Daumen nach oben. Das hilft uns dabei, dass uns der YouTube-Algorithmus mehr Beachtung schenkt, dass wir relevanter werden, dass unsere Videos mehr empfohlen werden und wir somit auch mehr Zuschauer und Abonnenten anziehen können. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir starten jetzt gleich mal ins Thema rein. Hier sind wir auch schon angekommen. Ich stelle euch heute die Online-Investment-Plattform Bavarsis vor. Und zwar eine Plattform, die Arbitrage-Geschäfte betreibt. Für diejenigen, die mit dem Thema Arbitrage noch nichts anfangen können, das ist eine, man könnte sagen, fast risikolose Art, Renditen zu erzielen, indem einfach Preisdifferenzen ausgenutzt werden. Im traditionellen Finanzbereich ist es in der Zwischenzeit sehr schwierig möglich, weil das Großkapital bereits sehr effizient diese Kursdifferenzen abgefischt hat. Im Kryptobereich ist es allerdings noch sehr gut zu machen, wie ich in meinem vorherigen Video schon einmal gezeigt habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es oben, aber auch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen hier die Internetseite von Bavarsis. Die Seite ist, würde ich mal sagen, ganz okay aufgebaut. Mir gefällt sie jetzt nicht sonderlich, ich finde sie nicht sonderlich hübsch. Es ist auch recht plakativ alles gestaltet worden und von daher kann ich der Internetseite keinen großen Mehrwert abgewinnen. An sich gibt es auch relativ wenig Informationen, was denn Bavarsis im Hintergrund macht. Was ich allerdings sehr spannend bzw. unterhaltsam finde, ist hier, dass auf dem Bereich Dokumente plakativ so Formulare wie Unternehmensregistrierungen, Lizenzen oder andere Zertifikate angezeigt und herunterladbar sind. Das ist ein sehr deutliches Anzeichen, dass hier was zu verbergen ist. Das ist ein sehr deutliches Anzeichen dafür, dass diese ganzen Zertifikate und Dokumente gefälscht sind. Denn wenn man sie sich einfach mal so ein bisschen anguckt, lass uns zum Beispiel mal hier das hier angucken, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das rein theoretisch ein 5-Jähriger hätte fälschen und erstellen können und dass das absolut kein Beweis dafür ist, dass es sich hier um ein legitimes Projekt und um eine legitime Plattform handelt. Der Anbieter hat sich natürlich im Login-Bereich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Hier sind ein paar Dinge einfach zu nennen. Ihr habt hier in der Crypto-Box die Möglichkeit, aus den verschiedenen High-Yield Investment Plans
einen auszuwählen. Hier gilt natürlich wie immer, dass je länger die Laufzeit ist und je höher der eingezahlte Betrag ist, desto höher ist eure tägliche Rendite. Und wir sprechen hier von dem kleinsten von 0,5% bis 1%, wohlgemerkt pro Tag. Und es geht zuweilen hoch bis auf 1,3 bis 3% pro Tag. Es sollte in der Zwischenzeit selbstredend sein, dass wenn fixe Renditen, auch wenn sie in einer gewissen Breite fluktuieren, aber es sind trotzdem fixe Renditen von mindestens 1,3% pro Tag, dass es sich hier definitiv um Schneeballsysteme handelt, weil niemand fixe Renditen in so einer Höhe pro Tag ausschütten kann. Es ist absolut ausgeschlossen, dass das jemand hinbekommt. Wenn ihr also fixe Renditen in so einer Größenordnung feststellt, dann nehmt die Beine in die Hand und rennt. Hier wird auch noch in dem Bereich Arbitrage aufgelistet, welche Arbitrage-Trading-Bots von der Plattform auf den verschiedenen zentralen Exchanges aktiv sind. Da kann man dann draufklicken und bekommt so eine kleine Information noch zusätzlich mit dazu. Auch ganz plakativ mit monatlichem Volumen und dem All-Time-Profit, das dieser Bot natürlich schon erwirtschaftet hat und an die Investoren ausgeschüttet hat, damit man hier wenigstens ein bisschen den Anschein erwecken kann, dass es sich hier um reale Investments handelt. Und ja, natürlich, er hat auch mal ein Minus gemacht. Es wird hier nicht gesagt, dass hier die ganze Zeit Plus erwirtschaftet wird, sondern es wird auch mal Minus erwirtschaftet. Aber wie man dann hier fixe Renditen ausschütten kann, ist für mich natürlich wie immer schleierhaft. Wichtig zu wissen ist, dass es hier natürlich auch ein Empfehlungssystem gibt, das natürlich über 17 Ebenen tief ausgeschüttet wird. Und ich möchte da gar nicht weiter und tiefer auf das ganze Thema eingehen. Es sollte für jeden in der Zwischenzeit klar sein, dass alle Anzeichen erfüllt sind, die auf einen Scam hindeuten. Red Flags, wohin man auch sieht. Bitte lasst da die Finger weg, investiert dort nicht. Das ist zu 100% ein Schneeballsystem, das vielleicht nur ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate existieren kann. Und dann ist die Kohle futsch. Jetzt natürlich noch zur Frage, wie kommen wir dazu, dieses Video zu erstellen, obwohl wir eigentlich vorhatten, nicht mehr für jede Plattform eine separate Warnung auszusprechen. Sehr, sehr interessante Story und haltet euch fest, das wird unterhaltsam. Mich hat ein Bavaresis Manager auf Telegram angeschrieben. Grundsätzlich werde ich natürlich öfters mal, mehrmals pro Woche in der Regel auch angeschrieben von irgendwelchen fragwürdigen Plattformmanagern, ob ich denn nicht Lust hätte, die Plattform zu promoten, um riesige Provisionen auch für mich zu erzielen. Sie haben mir angeboten, dass ich 150 US-Dollar für die Produktion eines Videos erhalte, das ich dann natürlich auf YouTube und meinen anderen Social-Media-Kanälen ausstrahlen sollte. Ich habe natürlich erstmal Interesse geheuchelt, dass ich die Plattform super finde und dass ich sehr daran interessiert bin, mit den Initiatoren hinter der Plattform zusammenzuarbeiten. Hatte eigentlich gehofft, dass sie mir im Voraus die 150 US-Dollar überweisen, weil ich so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt habe. Ich habe gesagt, ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen mit diesen Online-Promotions gehabt. Ich habe in der Vergangenheit schon Videos produziert, wurde aber dann nicht bezahlt und ich möchte hier einfach sicher gehen, dass ich nicht umsonst arbeite. Auf den Deal sind sie leider nicht komplett eingestiegen. Aber ich habe sie dazu gebracht, mir die Hälfte im Voraus zu überweisen. Das heißt, ich habe 75 US-Dollar erhalten und bekomme noch einmal 75 US-Dollar, nachdem ich dieses Video publiziert habe. Und Sie sehen, dass ich es tatsächlich gemacht habe. Was mache ich jetzt mit diesen 75 US-Dollar? Wie ihr seht, habe ich ein Video, so wie ich es versprochen habe, auch erstellt. Also ich habe dem Bavaresis Manager versprochen, dass ich auf alle Fälle ein Video erstellen werde. Ob es positiv, ob es negativ ist, habe ich nicht dazu gesagt, aber ich bin meiner Verpflichtung nachgekommen und habe dieses Video erstellt. Was mache ich jetzt mit den 75 US-Dollar? Ich nehme diese her, stecke diese in eine Werbekampagne, damit viel mehr Menschen dieses Video sehen und davor gewarnt werden, bloß nicht in diese Plattform zu investieren. Ich habe also diesmal die Betrüger abgezockt. Ich habe diese Drecksäcke dafür bluten lassen, zumindest ein bisschen, dass sie ahnungslose Investoren in den Abgrund ziehen und hoffe, dass vielleicht sogar diese Kampagne so erfolgreich wird, dass diese Plattform keine weiteren Kunden mehr bekommt. So macht mir meine Arbeit wirklich Spaß, wenn ich sogar noch dafür bezahlt werde, dass ich etwas Gutes tun kann und euch vor Schaden bewahren kann. Wenn ihr diese Aktion unterstützen wollt, dann leitet dieses Video an möglichst viele andere Menschen weiter, damit es mehr gesehen wird. Gebt auch einen Daumen hoch. Warum? Weil dann YouTube sieht, aha, dieses Video ist relevant und dann wird es an noch viel mehr Menschen herausgestreut und dieses Video wird noch mehr weiterempfohlen, sodass die Klickzahlen immer weiter steigen können. Und wenn das sich so stark verstärkt, dass es eine gewisse Aufwärtsspirale erreicht, dann könnten wir tatsächlich gemeinsam darauf hinwirken, dass dieses Video vielleicht eine 5-stellige Klickanzahl bekommt. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt und dann sind wir zu guter Letzt noch ein kurzes Fazit.
Als Fazit möchte ich zu guter Letzt noch ziehen, dass es interessant werden könnte, wenn die Betrüger zu leichtfertig werden. Ihr habt gesehen, dass sie mir hier einen nicht zu unterschätzenden Betrag im Voraus überwiesen haben, in der Gutgläubigkeit, dass ich sie nicht übers Ohr haue. Was mich wahnsinnig freut, ist, dass ich mit diesem Video zum einen was Gutes tun kann, indem ich verhindere, dass andere Menschen Kapital verlieren und jemand anderes gleichzeitig noch unsere Werbekampagne finanziert. Ihr braucht euch auch keinerlei Gedanken machen. Ihr habt jetzt in dem vorherigen Abschnitt gesehen, dass 100 US-Dollar in diesem Konto drin sind. Das waren nicht meine eigenen, sondern die wurden mir von der Plattform zur Verfügung gestellt, damit ich euch vorgaukeln hätte können, dass ich selber dort einbezahlt habe. War also nicht mein eigenes Geld. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Euro selbst investiert. Im Gegenteil, ich habe ja, wie schon erwähnt, schon etwas dafür bekommen. An exakt solchen Tagen liebe ich es einfach, Videos zu produzieren und meine Aufgaben wahrzunehmen. So macht mir das richtig Spaß. Abonniert auf alle Fälle noch diesen Kanal, denn wir haben eine weitere Maßnahme in der Zwischenzeit umgesetzt, die euch dabei helfen soll, dass ihr zukünftige Scams innerhalb von Sekunden selbst erkennen könnt. Abonniert also auf alle Fälle diesen Kanal, da wird es in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal ein Video dazu geben, damit ihr das nicht verpasst. Bitte am Ball bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.